Gibt es eine hawaiianische, ich weiß nicht, das ist nicht eine Therapie, würde ich sagen. Die heißt Ho'oponopono. Übersetzt sind es nur 4 Reihen. Das heißt, es tut mir leid, I am sorry, please forgive me, bitte vergib mir, I love you, ich liebe dich und thank you, danke schön. Es hört sich an wie gar nichts, aber also es ist ein langer Prozess, den ich da durchgemacht habe. Der ist insgesamt jetzt also wirklich bewusst mindestens 11 Jahre lang, 12 Jahre, seitdem ich mich damit so befasse. Hermann Göring was the number 2 in the Nazi Empire, appointed by Adolf Hitler. As president of the Reichstag and absolute ruler of Prussia, he organized the Gestapo and the first concentration camps. The final solution of the Jewish question, the extermination of the Jews, was drawn up on his orders. Bettina Göring and her partner Adi lived in the United States for decades before moving to Thailand. So they sometimes feel more at home speaking English than German. They're not sure if they will ever decide to move back to their homeland. Fahren Sie 140 Meter, dann links abbiegen in die Messingbergstraße. Geradeaus ist Altenhof. Abbiegen in die Messingbergstraße. Altenhof's geradeaus 9 Kilometer. Just want to stop the lady here. She's a bit annoying. Es ist nicht mehr viel zu sehen. Ja. Die Natur hat sich alles zurückgeholt. Das hatten ja damals auch alles gesprengt gehabt. Ja. Und geht da eine Straße irgendwie hin? Es geht ein Weg hin, hier, Ach so. Wanderwege und Also man Waldwege. Man kommt da schon hin, aber nur laufen, Ja. zu Fuß. It doesn't really sound very promising. It's like you walk into the forest there and maybe you see a piece of concrete sticking out. That's about as good as it gets. Honestly, I'm not that interested. While my father was dying, I had to sort out all his stuff. That is when I found a Göring picture. I found an old picture of him when he was thin and good looking. And I saw the resemblance and I was shocked. And I ripped the picture up. Yeah. So that was like, oh God. I'm like these guys. I look like them. He built this huge place, Karinhai, as a mausoleum for his first wife. Karin died in 1931, who he must have loved very much. And he was incredibly pompous, and so was the place. He loved to show off, that's what I mean with pompous. He changed his uniform 5 times a day and invited all sorts of prominent people here and had a little zoo, and it was totally over the top. They also say if you are morphium addicted, that will bring out illusions of grandeur. I heard that. Seems to fit, huh? Since he was that. Yeah. I think Hermann had to prove himself, and his godfather, the guy who had the little castles, von Eppenstein, and he was also really pompous, and it looks like he modeled himself after him because he built himself a little castle. He started an affair with Hermann's mother, and he really liked Hermann and supported him, and he was the godfather of Hermann. And his father was half Jewish, I think. Hermann, I think, modeled himself a bit after him. After a Jewish man. After a Jewish man, isn't that funny? Yeah. Von Eppenstein. Yeah. I'm not so interested in Hermann's life as such. I am only really interested where it intersected my grandmother's.
For once, she married into her own family. My grandfather, the brother of Hermann, there's one guy who was the consul in Africa. He had 2 wives, 5 children with each wife. The first wife died young in childbirth, and then he got married again a few years later to the lady who took care of the first few kids, the governess. The mother of my grandmother is one of the first 5. The first son of the next 5 is my grandfather. They married each other. It's a bit complicated. And that way Hermann was her uncle, like her husband was her uncle. My father always thought it was funny that I would be my own aunt. We're already getting to the corner of the lake here, I think. You see that? Are there private lakes in Germany? Yes, awesome. Well, now what? How much further do we want to do this? Around the lake it is 12 kilometers. Yeah, I don't want to do that. I'm just walking, I'm getting tired. That's it. The one thing I keep hearing from my grandmother, from even Hermann, that they feel powerless in the next to Adolf and give all their power to him. A lot of people seem to have done that, no? I mean, it's like a religion, it's like the Messiah. That's why the Nazis weren't into any other religion, because they were their own religion. And yet in our time and age we cannot imagine this madness, no? Can you imagine it? No. I mean, when you hear them talk, like Hitler, one of his speeches, you go, how could anybody listen to this guy? It seems ridiculous. Sehen Sie in ihnen zugleich eine lebendige Verpflichtung, Sieg, Heil! Here, Karin Hall. There you go. Maybe that's all that's left. He sure knew how to pick nice places, huh? Look, they're all dead trees. Almost dead. Here are some foundations maybe, or maybe not. Yeah, look, not much, nothing. Few foundation pieces, completely eradicated. Oh, he didn't want it to go into the hands of the enemy. As the Russians came closer, he blew it up, or somebody blew it up. Yeah, it's nice, a healing of the earth. I think that's wonderful. It's wonderful that nature took over this wonderful natural place and went back to what it was. There's plenty of people who have fascist ancestors, but doesn't mean they deal with it. I've been working on that for a while, and I feel like a certain acceptance of myself with it. And it's so schizophrenic. How can you forgive somebody who does some horrible things like this? Unforgivable things. And yet, you have to, if you want to really move on.
Also wir in den 60ern waren ja auch Idealisten oder sind es. Und wir haben die also verurteilt ohne Ende. Die ganzen Leute in der Zeit, die Nazis und alles und unsere Eltern, unsere Lehrer. Alles, was davor kam, so ungefähr. Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Ich musste das ist einfach über mich selber, um selbst gesund zu werden. Das war wie so ein Cancer, der so in mir gegessen hat, ne? Wie so ein Krebsgeschwür. Und ich musste das aufmachen. Also diese Urteilung, diese Moralurteil. Und dann mal gucken, was war da eigentlich los? Wie war das für die? Wie kamen die dazu? Und das heißt nicht, das darf man nicht damit verwechseln, dass man da sagt, die haben nichts Schlechtes getan. Haben sie. Oh, das ist ganz klar. Das war viel einfacher da unten. Oh ja, now you have to get here. Be careful how you film. My miniskirt. Und dann fragen mich immer die Leute, wann hast du zum ersten Mal gehört, dass dir klar wurde, wo du herkommst, bla bla bla. Das war zur gleichen Zeit, wo wir in eine neue Wohnung gezogen sind. Meine Oma kam dazu, die Großmutti, die von der Göring-Seite. Und da gab es diese Dokumentation, die mittlerweile alle deutschen Kinder gesehen haben müssen. Dokumentation, als sie da in Auschwitz, die Russen oder Engländer oder Amerikaner haben da das befreit und haben da die ganzen Leichen gefunden. Fürchterlich. Ich kann mich noch gut erinnern und es war fürchterlich. Und sie saß im Fernsehzimmer und mein Bruder und ich und sie hat gesagt, das ist alles Lüge. Und hat da also das total denied. Mein Bruder ist ein Jahr älter, 1,5 Jahre älter. Und der hat ihr einen Holzschuh an den Kopf geworfen als Antwort. Und da habe ich ihn noch davon abgehalten, weil ich fand das auch nicht toll. Weil für mich, alte Frau, sowas macht man nicht. Also da geht es zu weit. Ist ihr erster Mann früh gestorben. Sie hatte 3 junge Kinder. Sie musste also irgendwie durchkommen und da kam Hermann ins Spiel und hat ihr unheimlich geholfen. Er hat keine Probleme gehabt, da Massenmord zu begehen, aber für seine Familie hat er alles getan. Also er hat sie zu sich genommen, als der Ehemann gestorben ist in Berlin. Und da haben wir jetzt gehört bei dem Research, dass sie ihm den Haushalt erstmal gemacht hat. Also er glaubt, er auch ihr helfen wollte. Und hier ist was Wichtiges, die Karin ist gestorben und der Karl ist gestorben. Karl und Karin, fast zur gleichen Zeit. Ne? Der Frau von Hermann, Mann von Großmutti, und das hat die wohl auch zusammengebunden. Ne? Jedenfalls, ich weiß das von der Geschichte von meinem Papa, deshalb hat er sich auch so schizophren gefühlt, weil für ihn war er wirklich der super gute Patenonkel. Er hat sich um die gekümmert ohne Ende und der hat da seine Ferien, haben die in Karin-Hall verbracht. Ne? Da hatte er ein kleines Motorbike da mit 2 Sitze für Beiwagen, wie ist es? Beiwagen. Dass er mit seinem Bruder da mal in ihren Ferien von der Napola dahin fahren konnten. Ne? Jedenfalls, da fingen so die Konflikte richtig an zu brodeln. Wie alt war ich? 13. Da hatte ich diesen Fight mit meinem Vater und bin abgehauen. Und es ging um die Göring-Geschichten. Da habe ich ihn angeschuldigt, weil er hat ja nie viel gemacht, ne? Dass er sich bedienen ließ, dass er sich wie ein King da benimmt und alle Leute ihn bedienen und dass er sich auf seinen Göring-Lorbeeren wie heißt das? Ausruht, thank you. Und das hat ihn also so zur Weißglut gebracht, dass man weiß ja als Kind, was man machen kann, ne, um die Eltern verrückt zu machen.
Und da hat er mir mit seinem Göring-Siegelring eine runtergehauen, aber wie, ne? Sodass ich also richtig geblutet habe. Und er hat mich ja nie gehauen, also von daher war das schon eine größere Sache. Und dann habe ich ihn verprügelt und bin weggelaufen. Doch, ich kam dann ja zurück. Nach einem halben Jahr bin ich immer wieder aufgetaucht. Ich hatte dann schon meinen eigenen Platz, aber dann kam ich immer wieder zu Besuch. Als ich Deutschland verlassen habe, da war ich 19, das erste Mal. Ich bin mit einer Freundin nach Mittelamerika, Mexiko, gefahren. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich an meinen Vater kurz darauf, ich habe da ja so, es war auch schon Vergangenheitsbewältigung, habe ich da diesen Brief geschrieben. Also es ging um Vergebung, ich ihm vergeben, so ungefähr, für seine Familie und für meine. Hm? Aber ich weiß dann, später hat meine Mutter mir erzählt, dass er den Brief immer in seiner Brieftasche am Herzen getragen hat. Das hat mich sehr bewegt. Ich bin dann, habe das ausgedehnt, ein Jahr und wollte eigentlich da bleiben und da Medizin studieren. Ich war da bei einer Familie, musste ich warten auf Geld, weil das war ja alles nicht geplant. Ich hatte bei meinem Bruder ein bisschen Geld gelassen. Da habe ich zum ersten Mal Ex-Nazis kennengelernt. Weil die ganzen Leute, diese Familie aus Honduras wollte mir was Gutes tun und hat mich den ganzen Deutschen da vorgestellt, die da lebten. Und diese ganzen Deutschen waren zufälligerweise nach dem Krieg nach Honduras gekommen. Das hieß natürlich, dass sie Ex-Nazis waren. Und dann war ich jetzt in dem Dilemma, die waren eigentlich sehr nett. Aber trotzdem waren sie Nazis. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach Nicaragua, da war gerade schlimme Sache nach 40 Jahren Somoza-Regime, alles in Aufruhr, an jeder Straßenecke Maschinengewehre und das hat mich auch sehr in Aufruhr versetzt. Auch habe ich auf der Reise ganz viele Ex-Leute aus Chile getroffen, die seit dem Putsch geflohen sind. Also es war so nah, dieser Faschismus auf einmal. Ne? Also, und da bin ich etwas ausgerastet danach. Das war meine erste Episode und das konnte ich irgendwie nicht verkraften. Ich glaube, ich hatte eine manische Episode, weil ich konnte nicht mehr schlafen. So hat sich das ausgewirkt. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und damals haben die alles schizophren genannt. Ich glaube, die wussten überhaupt nicht, wo. Jedenfalls habe ich da am Ende Elektroschocks bekommen und das war sehr schwer davon, mich wieder zu erholen. Das hat unter anderem den Effekt, dass man seine Erinnerung verliert. Das hat also Jahre gedauert, bis die ganzen Erinnerungen wieder zurückkamen, bis ich überhaupt dahin kam. Dann bin ich nach Deutschland zurück. Also die haben mich nur rausgelassen, indem sie mich direkt ins Flugzeug gesetzt haben und zurückgeschickt. Das hat mir schon sehr geholfen. Ich hatte dann nochmal 2 kleinere Episoden und das letzte Mal war in Deutschland. Dann war meine Mutter war da, meine Käthe-Mom kam zu Besuch, mein Onkel Siggi kam zu Besuch mit Nüssen vom alten Baum aus der Lahnstraße. Also da hatte ich die Unterstützung, während ich, weil der ist da gerade gestorben. It was like being a child again. Ne? Ich konnte wieder Kind sein. Ne? Unsere Generation, die da alle möglichen Therapiesachen macht, das war. Und mein Papa hat geraucht wie verrückt. Wie verrückt. Das sagen alle, die wir jetzt interviewt haben, die ihn kannten und mochten, sagen, da war eine einzige Rauchwolke.
Das muss man erst mal sehen. Die ganze Generation hat nicht über ihre Probleme geredet. Es war tabu. Was die gemacht haben, die Therapie war Valium, Rauchen, Alkohol. Und es war so gelaufen, nicht mehr drüber reden, war schlimm genug. Guckt mal, für unsere spezielle Freundschaft ein ganz spezieller Kuchen mit goldenen Fäden. Oh mein Gott. Das verbindet alles so. Real Gold. She comes up with stuff. Unbelievable. Du machst Sachen. Und der Name von dem Zeug, gibt es einen französischen Namen noch, den können wir aber nicht richtig, oder der holländische? Nee, Französisch, aber auf Deutsch heißt es Krachen im Mund. Es knackt nämlich im Mund, wenn man es isst. It's exciting to try. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Muss komplett rein, dann kracht's richtig. Komplett rein, es gibt bloß eine Sauerei. Ist das nicht toll? Innen mit Sahne? Super. Und jetzt kracht's, hörst du es? Jetzt kracht's. Ja. Wie hieß es nochmal? Kracher im Mund. Jetzt komm, sonst kommst du ins Heim. Jetzt, wie heißt es? Auf Englisch? Französisch. Croque-Bouche. Croque-Bouche. Die wollten unbedingt Karin Hall finden. Und wussten nicht genau, wo es ist. Ja. Haben uns da rumgefragt. Pontius bis Pilatus und haben es tatsächlich dann gefunden. Ein Stein, wo Karin Hall draufsteht am Anfang. Ja, am Anfang. Und sonst nichts gefunden? Nee, Das ist alles, was da ist. Alles überwachsen. So schön, finde ich toll. Ja, das ist auch was Ich finde, Schönes. es war das Beste an der ganzen Sache, weil Nature claimed it back. das ist so eine verrückte Geschichte Ja. sowieso, was da alles gelaufen ist. Und dass das alles von wunderbarer Natur überwachsen war die beste ist Geschichte. Aber das ist ja nach wie vor sehr aufreibend, auch für dich, jetzt so mal wieder einzusteigen in deine Ja, Geschichte. also das Jetzt, was ich sage, das war gerade mir so- ein bisschen viel gestern da mit diesem Ja. Karin Hall, weil da sind so viele komischen Geschichten, es ist so schräg, ne? Auch diese ganzen Exzesse von dem Hermann, das interessiert mich auch nicht so, weil der war so exzessiv, ne? Mit seinen ganzen super pompösen Geschichten, Ja. die er da gemacht hat. Und das, Ja, da gibt es so einen Bericht, wo am Ende des Familientreffens die alle zum Wannsee rausgehen und dann it like this erscheint am Horizont dann ein Boot und es wird größer und größer und es wird die Yacht und die Karin 2 erscheint und legt sich neben das Boot, auf dem die dies fest hatten. Ja. Und dann der Reichsmarschall, war er glaube ich schon zu der Zeit, unglaublich, das ist so pathetisch. tritt dann aus der Kajüte Hast du die heraus Zeit? und Hast du die Zeit? also wie das so ist es geschrieben, ne, auf diese Art. Also du kriegst zu viel, pathetisch ne? in einem super Stil, Ja. der uns dann beglückwünscht zu unserem Familientreffen und also und wir sind alle so beglückt von diesem Moment der Herrlichkeit. Also es ist kaum auszuhalten. Da wirst du zuckerkrank, wenn du das liest. Da kriegst du Diabetes auf der Stelle. So schnäuzig ist das. Da habe ich einen Bericht gefunden von dem General, der ihn verhaftet hat. Tatsächlich, der hat ihn selber den Bericht geschrieben. Und dann hat der General gesagt, mit ihm waren eben seine Frau, seine Tochter und seine Nichte. Und die Nichte in der Zeit kann nur Schwägerin. Nichte oder Schwägerin. Ne? Das ist ja beide, ja. Ja, beides kann also nur die Großmutter von ihr gewesen sein. Ist dann also ist auch wieder spaßig, ganz witzig. Die haben ihn dann versucht, in ein Kleinflugzeug zu pferchen. Da hat er noch sehr lustig geschrieben, hatte wie "We had a lot of trouble to get him into this airplane, but somehow we managed." Göring hatte nicht die geringste Ahnung, dass er überhaupt als Kriegsverbrecher behandelt wird. Er dachte, er hatte mich den General noch gefragt, ja, wenn ich jetzt Eisenhower treffe, soll ich da einen Zierdolch oder einen Zierdegen tragen? Und dann hat er ihm gesagt, du wirst den Eisenhower aber nie treffen, denn du wirst wahrscheinlich als Kriegsverbrecher angeklagt. Das war ihm also aus allen Wolken gefallen. Das hätte er also nie erwartet. Der dachte, wird als Offizier, eben unter Offizieren, wird er mit Ehren und Würde da aufgenommen, wie das so üblich war Also früher. so eine Verkennung auch der Realität oder der Situation. Also wie hat sich das Die haben ja anscheinend zugespitzt? immer noch gedacht, sie würden da was Tolles machen. Ja. Unglaublich, ne? Aber auch so fremd, also der Situation so entfremdet zu sein. Ja, völlig, ja. Und er hat ja auch noch, nachdem er dann zum Tode verurteilt war, hat er gesagt, ja, ich akzeptiere das Urteil unter einer Bedingung, dass ich erschossen werde.
wie das sich gehört für einen Offizier. Ne? Also ehrenvoll oder Ehrenvoll, als Kriegsteilnehmer. Aber dass er gehängt werden sollte wie ein gemeiner Verbrecher, das war ihm zu viel. Und da hat er sich dann das Gift besorgt. Genau, Ne? Und wie ist das für dich, wenn du da jetzt immer so einsteigst wieder? Das sind ja also immer so... manchmal komme ich mir vor, als ob ich im Geisterland bin. Ja. Ne? Also gestern zum Beispiel. Ja? Und wenn da diese ganzen... Das sind zum Beispiel, was die da wieder erzählt haben von Karin Hall, diese Exzesse, die da gelaufen sind, denke ich mir, oh Gott, da willst du überhaupt nichts mit zu tun haben. Ne? Also wie so auch so entfremdet von dir selbst. Ja, das hat also ja auch mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja, eben. Das wird nur an dich drangehängt. Kannst du eigentlich mit so einer Geschichte auch leben, die an dir dranhängt, die nicht du bist, sondern die an dir hängt. Genau. Und dann ist natürlich nett, mal sowas zu hören wie Albert oder so. Ja. Ne? Aber gleichzeitig sind die alle weit weg. Ne? Natürlich. Und auch er. Ne? Aber es ist angenehm zu hören, da gab es auch mal einen guten. Ne? Also es ist nicht nur... Es tut dann gut, ja. Ja, es tut gut, ja. Und dann halt die andere Seite, die für mich halt so irgendwie so der Lernprozess dann trotzdem zu akzeptieren, dass ein Teil dieser Familie ich eben auch bin. Ne? Ja. Das ist halt die andere Seite und das irgendwie zu akzeptieren, finde ich, ist die Heilung als solche und es ist auch sehr schizophren. Ja. The positive hero of the Goering family is none other than Hermann's brother, Albert Goering. According to chronicles of the family quarrels, he was disgusted by fascism. He saved the lives of many Jews, sometimes using Hermann's connections. In 1944, he was wanted by the Nazis, but in the end was arrested by the Allies, solely because of his name. He was reunited with Hermann in an Augsburg prison after a long time apart. That was the last time they saw each other. From there, Hermann was transferred to Nuremberg, where the trial started. It was the first war crimes trial of the leaders of a state in history. Before his death sentence could be carried out, Hermann Göring committed suicide. Es ist lange Zeit überhaupt, weißt du, in meiner Jugend ist das ja wie Stillstand gewesen. Ja. Wir hatten die alten Nazis als Lehrer. Genau, wir auch noch. Und du auch noch. Du auch noch. Ja. Und ich weiß das nur von meiner Mutter, dass sie immer wieder an Ereignissen oder an Ausgrenzungsgeschichten daran sozusagen wie erkannt hat, dass es wieder so ein alter Nazi. Ja, also der so dieses Gedankengut hat, wir Kinder haben das gar nicht so mitgekriegt. Ja, genau. Wir Kinder haben das gar nicht mitgekriegt. Oder ich damals in den ersten Klassen. Und erst viel später ist es gekommen und jetzt muss es kommen. Denn die nachfolgende Generation, also unsere Kinder, kümmern die sich darum. Also die sind in ihrem Berufsleben, die sind in ihrer Biografie. Wir wissen das gar nicht mal, weil die gar nicht so drüber reden. Und insofern sind die Wunsch, sich zu absentieren, zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ja, ich gehöre der wird da. einerseits von der alten Generation, also von unserer Generation. Ich war ja nicht dabei. O-Ton Kfz-Meister. Dafür kann ich doch nicht. Und das andere, was ich ja immer noch so erinnere, ist, wie die Eltern ja dieses vor uns verborgen haben. Ja, die Doppelbödigkeit, die beiden dann so, man sagt Schlagsahne auf den stinkenden Fisch, nicht? Und dann, that's a good one. Es war schwer, sich wieder fortzubewegen, wiederzukommen, bis dahin, dass du im Grunde rausgeflogen bist. Also wenn du wieder so bist, und Felix hat das einmal mitgekriegt bei meiner Mutter, wenn die dann, als es etwas nicht ausgehalten hat, an Fragen hat sie gesagt, Bärbel? Also, weil Barbara und zu Hause heiße ich Bärbel. Bärbel? Also ganz hoch. Ich bin hier die Chefin. Ich bin hier die Chefin. Hier ist Mutter Ja? und du bist Du musst dich benehmen wie ein Kind. Du hast- Also, obwohl ich erwachsen war. Ja. Ja? Bärbel? Und aber Papi! Jetzt ist aber Schluss. Das ist jetzt ist Schluss. Meine Freundin sagt immer, Citizen of the World.
ein Weltbürger. Ich möchte einen Weltpass, bitteschön. Dann hatten wir eine Landkommune, die gerade anfing und da habe ich dann dran teilgenommen für 1,5 Jahre. Das war ein tolles Experiment. Damals haben viele von uns das gemacht, 70er. Dann kam so meine nächste Episode. Ein paar Leute davon sind nach Pune und haben Sannyas genommen zu Osho oder damals Bhagwan. Und wollte ich eigentlich erst gar nicht hin. Und dann bin ich aber dort doch gelandet und war auch gut so. Und war dann in dieser Szene so für 6 Jahre oder so. War eine gute Zeit, das hat mich auf den Boden gebracht. Ich habe da gearbeitet fast die ganze Zeit. Also andere Leute waren da lange und haben halt nur rumgehangen und sind zu den Lectures gegangen und haben Dope geraucht und ich wollte immer nur arbeiten. Und das ist für mich schon immer so gewesen. Arbeit hat mich auf den Boden gebracht. Da habe ich Backen gelernt. Ich liebe Backen, ich habe auch davor schon ganz viel gebacken. Ja, habe ich Croissants ohne Maschine, ohne Kühlschrank, mit schlechter indischer Butter. Das war toll. Ich habe Elektriker gelernt in Pune oder Ashram-Elektriker. Mit solchen Leitungen wie hier oder noch schlimmer. Mit Indien-Elektrik kannst du dir vorstellen, dass das also etwas fortgeschrittenere Ausbildung war. Ich bin ja noch so jung gewesen, ich hatte noch gar nichts und bin da gleich rein. Ich glaube, ich war 23 oder so. Du warst ein bisschen älter, auch nicht viel älter, ne? 26 war ich, ja. Dann waren wir in Amerika, da kannten wir uns noch gar nicht. Und jetzt ging es erstmal darum, wirklich in Amerika anzufangen, von nichts. Kannst du ja mal erzählen, witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin nach LA, nach Los Angeles geflogen und wollte Freunde besuchen. Die sagten, ja, ruf an, wenn du unten bist und wir holen dich ab am Flughafen. Und dann kam ich da an und habe angerufen, aber niemand hat das Telefon beantwortet. Dachte ich, wen kenne ich denn noch? Da waren noch Freunde, die waren in Orange County, in Laguna Beach, das ist in Orange County. Die angerufen, sagten, ja, aber wir haben gerade Gäste hier, wir haben also ein Dinner und so weiter. Nach LA fahren wir bestimmt nicht, aber wir würden dich vom John Wayne Airport abholen, wenn du dahin findest. Bin da hingefahren, es dauert auch nicht lange, es war eine Stunde oder so. Und dann haben sie mich tatsächlich da abgeholt und zu der Dinnerparty mit zu sich nach Hause genommen und da war dann Bettina. 2 Sachen hat sie gleich erwähnt. Am ersten Abend, erstens war ich also mehrmals in der Nervenklinik. Stört dich das? Da habe ich gesagt, warum soll mich das stören? No problem, da habe ich auch das schon mal gearbeitet. Ich habe ja da schon mal gearbeitet, also ich kenne mich damit aus. Und dann als nächstes sagt sie, ja und dann da ist noch was, also ich bin also eine Göring. Dann sage ich, eine Göring, also so wie Namen, ja, und dann eine richtige Göring. Also nicht mit H Göring, sondern richtig Göring. Naja, dachte, das ist ja interessant. Ja, damals war es noch so, dass ich das viel Leuten also in so Situationen erzählt haben. Das ist so eine Art Mea culpa. Interessante Reaktion, als wir das erste Mal zu meiner Mutter fuhren nach Berlin. Und die war also interessant. Die erste Frage war, kennst du die Edda? Also an sie, kennst du die Edda? Und der Göring, ja, den haben wir ja eigentlich alle gemocht. Mhm. Da habe ich also auch geguckt. Ja. Der Göring war beliebt. Der war beliebt. Ja, der war beliebt. Wir haben Witze über den gemacht, aber eigentlich war er beliebt. Ja, ist true. Und das war interessant. Das stimmt auch. Der war der beliebteste von allen Nazis im Volk, weil er irgendwie der Prinz Charming war, menschlich aus, sah übermenschlich aus, fett natürlich, aber... Ja, eben, das war auch menschlich, ja. Du musst ihn mal vergleichen mit Himmler, also die Hässlichkeit selbst. Goebbels, den haben sie den Teufel genannt, weil er ja hinkte auch noch. Ja. Und Adolf selbst war ja auch nicht unbedingt die Schönheit, das arische Vorbild. Osho hat sich ja damit gebrüstet, damals in Pune, ne, als er erfuhr, hat er sich öffentlich gebrüstet, wie in seinem Overstatement, einem übertriebenen Maße. Also ich habe die Kinder von Göring, Goebbels und von Hitler hier. Also Hitler hätte gleich noch einen mit reingeworfen. Ne? Das spielt ja und keine Rolle. Auch noch. Aber die meisten, die zu ihm kamen zu der Zeit, waren Deutsche, Juden und Japaner. Tata, ja.
Und da haben wir uns ja auch alle wiedergefunden. Toll, Täter und Opfer, nicht? Täter Das spielte und Opfer. eine große Rolle in den Therapie. Ich habe ja unheimlich viele Therapiegruppen machen müssen. Und da spielt es immer eine große Rolle. Also wir Deutschen mussten immer die Nazis und spielen. die meisten Therapeuten waren Jewish. Und die Therapeuten waren Juden und wir mussten dann also marschieren, möglichst in den Gruppen, möglichst nackt vor der ganzen Gruppe im Sturmschritt. Und dann wurden wir mit Kissen beworfen und verprügelt für Nazi. Obersturmbandführer wurden wir genannt und so. Das waren die Encounter also Groups. die haben das natürlich aus einem rausgebracht. Ne? Und dann irgendwann hattest du genug und dann hast du zurückgeworfen und dann geschlagen und dann ging die Prügelei los. Es war total volontär, ob man diese Gruppen gemacht hat. Aber ich habe diese selbe Gruppe ein paar Jahre später gemacht und das war schon ganz anders. Das war alles damals Avantgarde, die am weitesten entwickelsten Gruppen, die es in dieser Zeit gab. Mittlerweile ist das alles Mainstream. Ja, aber als wir das damals gemacht haben, war das verrückt. Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr bestimmt in Deutschland. Als wir uns kennengelernt haben, ganz bestimmt. Und jetzt waren wir mal interessant, wo wir diese ganzen Familiengeschichte da aufgearbeitet haben. Wir waren das meiste in Deutschland am Stück, 2,5 Monate, glaube ich. Oh, how interesting. Number 13 in Jewish law is lucky. It's an art piece. It's a couple, and on top of it is like Auschwitz or Dachau or something. Can you imagine? You look at that every day in your apartment. How awful. It's 86 and 78 they are. Wow. Tja. I can only imagine. They have to start fresh now. It's one thing to be a victim and get your attention from that, and then just to be yourself again. And a lot of them do that, of course. They get on with their lives and they just push it away. That's most people did, I think, and not talk about it. It's probably the fewest who do this. It's very painful to do this every day. So hard. Who are we to say, how to deal with this dilemma? It's horrendous, and they probably lost their whole family, and it's awful. I mean, all one can do is say, look, this is now, this is me, I wish you well, I'm sorry. Forgive my ancestors, please forgive them, and thank you for listening. Cannot do more than that. I can't undo it, what happened.
Entscheidung, kein Kind zu haben, ist ein wirklich großes Thema und ich kann es nur anschneiden. Das war schon mal ein Grund, ne? Diese ganze Inzucht, das nicht weiter zu betreiben und dann noch mehr Kinder von dieser Linie da das war in die Welt zu setzen. Das war ein Argument. Dann gab es natürlich das Argument, es gibt zu viele Leute auf der Welt. Na gut. Dann aber, als ich nach Pune kam, waren die alle, das war, was alle machten. Vasektomie, Tubes teilen. Mein Bruder hatte es gerade gemacht, als ich hier angekommen bin, oder kurz darauf. Ich glaube, hatte schon. Und das war mir zu viel. Also ich wollte das nicht von Peer Pressure machen. Ich habe gewartet, bis ich aus der Kommune rauskam und dann nochmal 1-2 Jahre. Als ich dann viele, viele Jahre später mit Ruth diesen Prozess gemacht habe, diese Encounter Group, die wir da in Bloodlines gemacht haben. Und sie hat mich gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann sagte sie, oh, vielleicht wolltest du auch nicht diese Linie weiterführen. Und ich sagte, ja, das stimmt schon, da ist was dran. Ne? So muss man, kannst du ja selber erzählen, er wollte nie Kinder haben. Auch schon, als ich wieder welche wollte. Als Bettina dann schwanger wurde, da. Ah ja, das ist ja auch diese Sache, ist ja nach der Sterilisation passiert. Das Wunder. Ja. Das war toll, ne? Das fand ich toll. Dann, ich hatte ja nie den Wunsch, Kinder zu haben. Auf einmal kam es, nachdem wir zusammenkamen. Nie davor. Auf einmal habe ich nur noch Kinder gesehen. Und dann wurde ich schwanger. War toll. Ja. Wollte ich dann auch haben, ja? Er nicht. Nicht, aber es war dann ein Punkt, an einem gewissen Punkt war dann, dachte er, ja, wenn es dann sein soll, okay, dann ist okay. Also nicht abtreiben war nee, das in klar. dem Fall nicht. Das war klar, wollte ich auch nicht. Dann war ich schon zu dem Punkt gekommen, wo ich sagte, na okay, dann machen wir es. Dann ist es aber nicht passiert. Da habe ich eine Miscarriage gehabt, wie heißt das auf Deutsch? Fehlgeburt. Fehlgeburt, ja. Furchtbare Geschichte, furchtbar, wünsche ich niemandem. War super traumatisch auch, ja. Oh. Und dadurch, dass sie also ziemlich depressiv wurde danach, das war es also für unsere Beziehung schon ganz schön. Ja, man ist so high, schön ne? Heftig, von der Pregnancy jedenfalls. Mir ging es so gut, ich fand es so toll. Als es dann wegging, ich habe ja dir erklärt, ist so devastating, man hat so eine große Hoffnung. Ne? Und ich glaube auch, da sind dann so die Seelen, die sich da, wir sind natürlich, denken ein bisschen indisch, die sich da inkarnieren wollen und die sind schon um einen so rum, ne? Und auf einmal, puff, vorbei der Traum. Ja, das war hart. I mean, you can't do it all when you sell 20 more boxes, when there's not enough space. Like in this place, they have this kind of like No, I know. especially after living in America. After that one, this is the last group, then I pulled the Golden Lily before. Then you get Special for you. It was very moving for me to go to Budapest to go to the Holocaust Museum. And also to I'm the not beautiful I'm not so fanatic about things like that, but when I went there, I was what the coincidence for me sitting here, right? moved, like really. We're doing what we started 2 years ago with Bettina and Adi. What's the theme? It's them. It's Yeah, them. you tell them. On You them. tell them. Since we're at the Jewish theme, I'm from a famous Nazi family. Part of my family was Nazi, part of my family was anti-Nazi. Interesting. Yeah, very. And Goering is to me, like Hitler, that's my granduncle. Wow, this is a documentary in itself. And there's been a lot Like of... your grandfather probably
ask my great-parents like that. Exactly like that. Wow. Yeah, I know. See, that's how it goes. We're okay. We're okay. We're fine. On and on. So it's been a lot of reconciliation happening. Wow. So you have a special role on this planet. Looks like. Exactly. You got it. Not such a. You got it. Not an easy one. No? Incarnation, karmic incarnation. You got it. Which is. She's a healer. It's an interesting thing because in my world of having quite nice German friends, but I inherited the aversions, and it took me years to go beyond that. I don't know how it came because I have good German friends, but you know it was such a barrier at one point in my life. I can imagine. You're not the only one. And it seems to take the other side to heal. Like my biggest healing happened when I did a documentary with this kid of Holocaust survivors, and it was like a real encounter group. And that really healed both of us. And I'm not the only one. It happens all the time that it needs both sides of the descendants who get together and work it out. And say, okay, for you too? New karma, thank you. Yeah, well, we have to go beyond. We have to. I think there's a way to remember it, but to transform the pain. Exactly. Transform the pain into a new beginning or something like that. But they don't. They not become the perpetrator. That's the difficult part. It's not an easy one. No. Especially when you're in the midst of a new battle. A new conflict, of course. Thank you. See you tomorrow. I think a lot of souls got stuck in some limbo of the Holocaust and of the war. I mean, so many people died a violent death. You know, all the soldiers, all the Holocaust victims. And a lot of them are still around because maybe we cannot let them go unconsciously or consciously, and that is with grief, as in from Israel to the Holocaust victims, or maybe with grief for our own ancestors, with judgment, what I was doing, of their actions, with denial, with guilt, any of those emotions. And I think that's why it's so important to try and heal it, to let go of these people. And I think we will be clear to start something else, much more clean. What is evil? Is it made? You know, I think it's too easy to just say somebody is evil and somebody is a psychopath. I think we all have it in us, in the right circumstances. Who knows what we will do?